Ja, und unter anderem darüber wollen wir sprechen mit dem Generalsekretär der FDP, Bijan Girsaray. Herzlich willkommen hier bei uns. Vielen Dank. Hallo. 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 Welche Verantwortung trägt denn die Ampelregierung an diesem schlechten Abschneiden, auch im Punkt Regierungseffizienz? Der wurde beleuchtet bei der Studie. Dieser Indikator bildet unter anderem die Steuerpolitik und die öffentlichen Finanzen ab, schneidet die Bundesrepublik sehr, sehr schlecht ab. Das wundert mich nicht, denn wir sind ja in Deutschland nach wie vor ein Hochsteuerland. Das ist ja seit vielen Jahren bekannt. In keinem Land, wenn man andere Industrienationen mit Deutschland vergleicht oder mit unserer Volkswirtschaft vergleicht, in keinem Land sind die Belastungen für die Menschen, für die Unternehmen, für die Betriebe so hoch wie in Deutschland. Wir reden heute über Reformen, die man hätte eigentlich vor 10 Jahren anpacken müssen. Das ist leider nicht tragen erfolgt. Sie keine Verantwortung? Doch, selbstverständlich tragen wir eine Verantwortung. Alle, die im Boot der Verantwortung sitzen, tragen eine Verantwortung. Das gilt auch für die amtierende Bundesregierung. Aber deswegen sagen wir ja auch als FDP, wir brauchen in Deutschland jetzt eine Wirtschaftswende. Und darauf können wir nicht warten. Das heißt, wir müssen jetzt alles dafür tun, damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wieder gestärkt wird. Wir müssen die ökonomische Basis und Grundlage dieses Landes wieder stärken. Und vor allem müssen wir, und das sieht man ja auch sehr konkret, müssen wir alles dafür tun, damit Investitionen, vor allem private Investitionen in diesem Land wieder attraktiv sind. Ein ganz wichtiger Faktor auch für viele Unternehmer ist Vertrauen, auch in der Regierung. Das könnten Sie sich jetzt noch mal aufbauen im Sommer, wenn Sie einen sauberen Haushalt für 2025 aufstellen. Nur, was wir so hören, wird es sehr schwierig. Und da liegen ja FDP und SPD zum Beispiel wirklich meilenweit auseinander. Wie groß sind denn Ihre Hoffnungen, dass Sie da Vertrauen zurückgewinnen können mit einem sauberen Haushalt? Das muss gelingen, denn in der Tat übrigens auch die Finanzmärkte bewerten auch den Prozess einer Haushaltsaufstellung oder einer Finanzplanung. Deswegen ist es ja auch die Aufgabe der Bundesregierung, hier einen, wie Sie gesagt haben, sauberen Haushalt hinzubekommen. Allerdings gebe ich auch zu, das gehört zur Wahrheit dazu, dass diese Haushaltsberatungen, diese Diskussion oder Verhandlungen, die wir derzeit haben, mit Abstand die schwierigsten sind. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, Annalena Baerbock hat gesagt, unser verdammter Job als Regierung ist es, auch in schwierigen Zeiten Probleme miteinander zu lösen. Bislang war ja die Lösung, die einzige Lösung, alle Probleme, alle einfach mit Geld zuzuschütten. Ist das jetzt, Sie sagen, die schwierigsten Verhandlungen, ist diese Lösung jetzt, ist dieses Rezept am Ende? Ja, also das funktioniert nicht. Erstens ist das Geld nicht vorhanden und zweitens, man kann nicht Probleme einfach nur mit Geld lösen, denn wir müssen einfach Strukturen in Deutschland verändern. Wir haben ja vorhin über Abgaben, über Steuern gesprochen. Ich habe bewusst gesagt, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland verbessern. Das sind alles Maßnahmen, die angepackt werden müssen. Und übrigens Geld oder was einige meinen, mit Schulden können wir Probleme lösen. Nein, wenn wir eine Schuldenpolitik machen würden sogar die Probleme größer werden in einer Zeit, wo wir es mit der Inflation zu tun haben, in einer Zeit, wo wir auch eine ganz andere Zinsentwicklung haben als noch vor einigen Jahren. Also jetzt wäre es wichtig, eine vernünftige, eine kluge Wirtschaftspolitik zu machen, verbunden mit einer soliden Finanzpolitik. Das wäre ein echter Beitrag, um die wirtschaftliche Grundlage unseres Landes zu stärken. Eigentlich wäre es nicht erst jetzt wichtig, aber wird die Haushaltsfrage zur Überlebensfrage für die Ampel? Was heißt hier Überlebensfrage? Aber einen Haushalt zu haben oder wie Sie gesagt haben, einen sauberen Haushalt zu haben, ist ja die Grundvoraussetzung, damit Regieren überhaupt möglich ist. Schaffen Sie das bis zum 3. Juli? Das ist, glaube ich, der Stichtag. Ich würde mich jetzt nicht an irgendwelchen konkreten Daten hier festlegen wollen, aber der Zeitraum Juli ist natürlich aus meiner Sicht schon erreichbar. Und ja, es werden sehr intensive Gespräche noch folgen, Diskussionen, Verhandlungen, das gehört dazu. Aber am Ende des Tages muss tatsächlich ein Haushalt entstehen, wo wir auch erkennen können, ganz klar erkennen können, das ist solide Finanzpolitik und nochmal, was ich gerade eben gesagt habe, die Notwendigkeit für eine Wirtschaftswende, für eine echte Wirtschaftswende in unserem Land, das ist das, worauf es jetzt ankommt. Ja, ein Haushalt wäre wahrscheinlich auch ganz gut, dafür wieder Vertrauen von den Menschen zurückzugewinnen. Eine Hauptsorge der Deutschen, die Sie eben von der Regierung nicht angegangen sehen, ist die ungesteuerte Migration. Die Frage an Sie: Werden wir in der aktuellen Regierungsperiode, also in den nächsten 16 Monaten, da noch eine Wende sehen, irgendein Gegensteuern? Wurde ja schon oft angekündigt, passiert ist bislang nichts. Und die Zeit wird ja immer weniger. Ja, auch das, es passt auch zu dem ersten Thema, was wir heute Abend besprochen haben. Auch in der Migrationspolitik reden wir über Probleme, die schon seit über vielen Jahren uns bekannt sind, also spätestens seit 2015. Und da ist, Sie haben völlig recht, die Erwartungshaltung auch gegenüber einer Bundesregierung, aber gegenüber der Politik insgesamt, dass man in der Migrationspolitik, was die Steuerung und Kontrolle und Begrenzung der Migration anbetrifft, besser wird, deutlich besser wird. Das ist die Erwartungshaltung, denn die derzeitige Migrationspolitik, die im Land existiert, überfordert die Menschen.
Und wenn die demokratischen Parteien in Deutschland für diese zentrale Herausforderung keine Lösung entwickeln, dann werden nur diejenigen davon profitieren, die eigentlich keine guten Absichten für das Land haben. Und wir sehen es gerade an der BSW, wir haben heute neue Zahlen bekommen, die machen es vor, die gewinnen Wähler damit. Die FDP, kann da nicht wirklich punkten gerade, das liegt wahrscheinlich auch an der Ampel. Wie wollen Sie denn mit der FDP Wähler zurückgewinnen? Bei der Europawahl knapp über 5%, mehr als Sie gedacht haben am Anfang oder die Umfragen gesagt haben. Aber das reicht natürlich nicht, kann nicht Ihr Anspruch sein. Also das Ergebnis der Europawahl war aus Sicht der FDP solide. Und es war ja nur ein Ergebnis für die FDP. Das heißt, hätten wir an dem Sonntag eine Bundestagswahl gehabt, wären noch die strategischen Wähler dazu gekommen. Und dann hätte das Ergebnis der FDP noch mal anders ausgesehen. Aber Ihr Punkt ist ja völlig richtig. Das Vertrauen zurückzugewinnen bedeutet für eine Regierungspartei, dass man die Probleme, die im Land existieren, dass man die löst. Und wir haben vorhin über die Haushaltspolitik gesprochen, über die Wirtschaftspolitik, jetzt über die Migrationspolitik. Das sind alles Themen, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten erfolgreich sein müssen. Und davon wird es abhängen. Bijan Cesarei, herzlichen Dank für den Besuch heute Abend. Danke. Sehr gerne.